Microgrids sind wichtig für die Energiewende und ein wesentlicher Bestandteil und müssen dementsprechend erforscht werden. Ich bin Daniel Weber. Ich arbeite hier am Fachgebiet Leistungselektronik, elektrische Antriebstechnik in der Uni Paderborn. Ja, hallo, ich bin Dominik Schmies. Ich arbeite hier an der Uni Paderborn beim Fachgebiet Leistungselektronik und elektrische Antriebssysteme. Im Kontext der Energiewende erleben wir eine zunehmende Dezentralisierung. Was heißt das? Historisch gesehen hatten wir überall große Kraftwerke stehen, von denen dann über weite Entfernungen die elektrische Leistung zu den Verbrauchern transportiert worden ist. Im Kontext der Energiewende haben wir jetzt überall lokale, oft erneuerbare Erzeugungsanlagen, die installiert werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Privathaushalt habe, dann habe ich vielleicht Photovoltaik auf meinem Dach oder ich habe ein Industrieunternehmen, das vielleicht auch Photovoltaik oder sogar eine Windkraftanlage lokal bei sich installiert hat. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt diese lokale Erzeugung auch möglichst lokal direkt verbrauchen kann. Und an der Stelle kommt das Microgrid ins Spiel. Ein Microgrid besteht zusätzlich zu dieser lokalen Erzeugung und den Verbrauchern auch noch aus einem Speicher. Speicher könnte jetzt einfach eine Batterie sein. Und wenn wir jetzt das Beispiel von der Windkraftanlage nehmen, könnte ich, wenn jetzt zum Beispiel sehr viel Wind bläst und ich habe mehr Erzeugung, als ich gerade verbrauche, könnte ich diese in der Batterie zwischenspeichern und anschließend, wenn eine Flaute ist, dann lokal wieder verbrauchen. Und das bringt viele Vorteile mit sich. Ich kann da mit so einem Microgrid, nämlich netzgekoppelt, agieren oder autark. Netzgekoppelt heißt, ich kann mich dafür entscheiden, wenn ich jetzt einen Überschuss habe, also mehr erzeugt, als ich benötige, kann ich das ins Verteilnetz geben oder verkaufen im besten Fall. Oder wenn ich das Ganze autark betreiben möchte, kann ich halt abgekoppelt vom Verteilnetz interagieren. Das heißt, Vorteil wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Netzausfall habe, da habe ich eine gewisse Erhöhung der Versorgungssicherheit, natürlich abhängig von der Speichergröße. Stichwort wäre da kritische Lasten. Die Definition von Microgrids ist nicht ganz eindeutig. Also man könnte zum Beispiel auch das Stromnetz von einem Flugzeug als Microgrid verstehen, weil auch dort hat man ja Batterien, man hat Generatoren, viele Verbraucher. Auch das könnte ein Microgrid sein. Hier beschäftigen wir uns eben mit der Erforschung von Microgrids und der Stabilität und Regelungsverfahren, die man dafür benötigt. Das Konzept von Microgrid gewinnt also immer mehr an Bedeutung und muss entsprechend erforscht werden. Und das Ganze jetzt direkt mit irgendwelchen innovativen Ansätzen am Verteilnetz zu erforschen, ist unerwünscht, weil in irgendwelchen innovativen Experimenten weiß man natürlich nicht, was passiert. Und im schlimmsten Fall könnte das dann vielleicht zu einem Ausfall von dem Verteilnetz, also dem Versorgungsnetz führen. Und das möchte man natürlich dringend vermeiden. Und deswegen haben wir hier das Microgrid-Labor an der Uni Paderborn, einen sogenannten Grid-Emulator, wo wir das Ganze in einer sicheren Umgebung testen können. Mit diesen Schaltschränken können wir Stromflüsse realistisch nachbilden. Im Gegensatz zu einer Simulation emulieren wir hier. Der wichtige Unterschied ist, bei einer Simulation modelliere ich alles, was mir auch selber einfällt. Das heißt, wenn ich irgendein Problem gar nicht bedenke, ist das automatisch auch nicht in der Simulation drin. Also ich habe die Simulation sozusagen unwissentlich vereinfacht gegenüber der Realität. Hier haben wir echte Stromflüsse, die auch bei der Größe des Microgrid-Labors recht nennenswert sind. Und dadurch sehen wir eben Effekte der Realität, ob wir wollen oder nicht. Ja, wie kommen die Scalexio-Systeme von D-Space da ins Spiel? Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir unterschiedlichste Netzkomponenten emulieren können. Das heißt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von der Windkraftanlage bleiben und irgendwie Tests machen wollen, indem ich eine Windkraftanlage in dem Beispiel in einen Microgrid einbinde, müssen wir uns hier keine echte Windkraftanlage kaufen und hinstellen, sondern wir können ein Modell von dieser Windkraftanlage, ein mathematisches Modell nehmen und auf das echtzeitfähige Scalexio-System von D-Space laden. Und in dem Beispiel könnte man jetzt zum Beispiel die Windgeschwindigkeit hier auf dem Dach messen, als Eingang für dieses Modell verwenden. Und das würde dann dafür sorgen, dass sich dieser Netzknoten, dieser Umrichter, diese Erzeugungsanlage dann so verhält wie eine Windkraftanlage und in echt diesen Strom liefert, den eine Windkraftanlage bei der Windgeschwindigkeit auch liefern würde und in das Microgrid einspeist. Und so können wir uns jetzt ein beliebiges Microgrid
aufbauen und sagen, okay, der eine Netzknoten verhält sich wie eine Windkraftanlage, der nächste ist ein Verbraucher mit einer entsprechenden Lastkennlinie, dann ein anderer verhält sich wie eine Batterie. Und das Ganze können wir dann in Echtzeit auf den Scalexio-Systemen emulieren und mit echtem realem Stromfluss messen. Die ganze Microgrid-Anlage enthält insgesamt 10 Scalexio-Systeme. Also jeder Schaltschrank besitzt 1 zur Ansteuerung der Leistungselektronik-Hardware und 2 Scalexio-Systeme haben wir noch zusätzlich, um einfach nochmal übergeordnete Regelungsaufgaben auslagern zu können, die dann zum Beispiel für die übergeordnete Netzregelung zuständig sind. Nicht für den einzelnen Umrichter, sozusagen die einzelne Komponente, die wir jetzt nachbilden. Das machen dann die Scalexio-Systeme in den Schaltschränken. Und die zusätzlichen Scalexio-Systeme könnten dann sozusagen das gesamte Netz nachbilden, das aus den einzelnen Komponenten besteht. Microgrids sind wichtig für die Energiewende und ein wesentlicher Bestandteil und müssen dementsprechend erforscht werden. Und wir können jetzt hier in unserem Microgrid-Labor verschiedenste Varianten testen, Experimente bis zu 4 Megavolt Ampere fahren, innovative Regelungskonzepte testen und Stabilität prüfen. Und gleichzeitig haben wir auch Schnittstellen, wo wir hier echte Hardware-Komponenten einbinden können. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie eine große Synchromaschine oder mal eine Batterie in echt in ein bestimmtes Microgrid-Setting hängen wollen, ist das auch hier bei uns im Labor möglich. Und wir können hier unterstützen bei Validierung, Aufbau von Experimenten und Durchführung. Hier im Microgrid-Labor können wir gefahrlos, ohne das öffentliche Netz zu beeinflussen, Regelungskonzepte einfach nachbilden. Und wir können auch nicht nur mit unseren Umrichtern hier arbeiten, die wir haben, sondern wir können auch externe Komponenten anschließen, wie zum Beispiel Motoren, oder das könnte auch ein zusätzlicher Umrichter sein, wenn zum Beispiel jemand seinen Solarumrichter an einer bestimmten Netzsituation testen will, die vielleicht nicht optimal ist, was man am öffentlichen Netz so nicht machen kann. Also man könnte zum Beispiel eine völlig falsche Netzfrequenz nachbilden, man könnte ein verzerrtes Netz nachbilden. Und außerdem haben wir hier auch Möglichkeiten, Netze nachzubilden, die vielleicht nicht so ganz regulär sind, wie zum Beispiel das Flugzeugbordnetz, was wir eben angesprochen haben, die typischerweise eine höhere Netzfrequenz haben. Oder man könnte auch sogar Gleichspannungsnetze auf dieser Anlage nachbilden. DSpace, your partner in simulation and validation.